Sujanar budaradito pada jugam jugadhar madhurandharo patrubaram varadabhayadayo kapuya padam pranamami sada Prabhupadupadam pranamami sada Prabhupadupadam pranamami sada Prabhupadupadam. Gaudiya Goswami, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told, Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, der hat uns mitgeteilt. Oder der teilt uns mit, dass ohne dass man sich wirklich 100% ergibt an die Lotusfüße von Gurudev, nachher kann man wirklich nicht Bhajan anfangen. Er wiederholt es wieder. Ohne wirkliche Hingabe, ohne wirkliche Ergebung kann man sich nicht zuerst eben muss man sich Guru zuwenden und dann zur absoluten Wahrheit. Und man kann auch schon gar nicht über die absolute Wahrheit sprechen, wenn man nicht so hingeben ist. Wenn man wirklich über die absolute Wahrheit sprechen will, dann muss man erst auf den Level kommen, auf den Level gehen. Nachher kann man darüber sprechen. Anders, warum soll man darüber sprechen? Man muss selber auf dem Level sein, nachher kann man darüber sprechen. Über das Absolute. Kompromisse, die macht man dauernd in der Welt oder mit gewissen. Viele Leute, die machen Kompromisse. Und du willst zum Beispiel materielle Ehre oder irgendwas anderes. Du machst einen Kompromiss mit vielleicht durch das, dass du irgendwie Ehre und Ruhm oder irgendwas anderes kriegst, machst du dann einen Kompromiss, damit du mit einer anderen Gruppe vielleicht, also die was nimmer so wirklich Prabhupada folgt, und durch das machst du dann einen Kompromiss und sagst, okay, eben weil du dir das noch zurückhalten willst, nachher akzeptierst du nicht wirklich die absolute Wahrheit. So, durch einen Kompromiss musst du immer wenn du einen Kompromiss machst, musst du irgendwas aufgeben von dir, irgendwas Gutes, und musst irgendwas Schlechtes von dem Gegenüber, von dem anderen akzeptieren. Also ein Kompromiss macht er keinen. Er spricht über die absolute Wahrheit. So Srila Prabhupada selber sagt, auf dem Feld von der reinen Hingabe, da kann man keinen Kompromiss machen. Weil schon wird das alles immer mehr verwässert, ist, was man heutzutage sieht. So, wir wollen folgen Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, Srila Bhakti Vinod Thakur, unserem Guru Varga, komplett, total. Nicht nur halbe Sachen. Der Reihenfolge, der Schülernachfolge wie Prabhupada wollen wir folgen. Und die haben auch niemals Kompromisse gemacht. Andere Gruppen oder andere Vaishnavas sogar, die machen viele Kompromisse, weil sie eben nimmer wirklich Prabhupada folgen. So im ganzen Leben hat Srila Prabhupada nie irgendwelche Kompromisse mit solchen Sahajyas gemacht. Die, was das Ganze für einfach halten oder die, was es so einfaches spirituelles Leben wollen, so Hobby-spirituelles Leben. So Prabhupada hat uns das nie gesagt. Prabhupada war sogar extrem dagegen, gegen das. Prabhupada hat gesagt, er kann für den absoluten Level runterkommen auf eine gewisse Stufe, um eben die Leute zu lernen. Also er kann alles machen, um die Stimmung von der Gaudiya Math zu predigen. Hat er gesagt, er kann auf jeden Level kommen. So, nur durch das, dass Srila Prabhupada, das ist der direkte Geweihte von der Radharani selber. So, er ist kommen. Er hat nicht irgendwelche streiterische Ansicht, weil er so redet, sondern er will nur
eben die absolute Wahrheit verbreiten. Und da hat er oft so sprechen müssen. So Radharani, die macht genauso keinen Kompromiss in dem Seva zu Shyama Sundar, zu Krishna. So, sie kann keinen Fehler erlauben in dem Dienst zu Krishna. Die Radharani will immer den hundertprozentigen Zufriedenheit von Sri Krishna. Und das ist, warum sie keinen Kompromiss machen kann. So, unser Guru Varga ist genau das Gleiche. So, unser Guru Varga sagt uns, nimm Zuflucht in Gauradam, nicht in Vrindavan. Gaura Mahaprabhu, wenn Gaura Mahaprabhu da ist, nicht einander. So, die werden, aber wenn du immer vielleicht Fehler machst in deinem Dienst zu Radha und Krishna oder zu Gaunitai, also Seva-Apparat, das kann entschuldigt werden, aber Vaishnava-Apparat, das kann auch nicht entschuldigt werden. Nama-Apparat durch den heiligen Namen, Dharma-Apparat auch durch den heiligen Namen, durch Dham. Aber von Vaishnava-Apparat kannst du nicht entschuldigt werden gegen große Vaishnavas. So, für das kann man nicht entschuldigt werden, wenn man da Vergehen macht. Guru Seva und Guru to enjoy Gurudev. Gurudev name, fame and position, to enjoy the name, fame and position of Gurudev. To enjoy the name, fame of Gurudev and to serve Gurudev, not same. To serve Gurudev, Gurudev and to take seva. Also du kannst Gurudev dienen oder du kannst Gurudev, Dienst von Gurudev nehmen. Das schaut nach außen hin gleich aus, aber es ist nicht das Gleiche. Manchmal sind wir sogar so clever, wir wollen aufzeigen, dass wir Gurudev Guru dienen. So, ich bin der Hauptdiener von Gurudev. Aber du kannst auf keinen Fall einen Idioten aus von Gurudev machen. Sagt Gurudev weiß alles ganz genau. Weil er hat eine direkte Verbindung mit Krishna. So Gurudev weiß genau, wer was von mir will. Siddhanta Maharaj, der hat auch oft ganz streng gesprochen. Er hat dann mal darüber gesprochen, wer wirklich ein Guru Sevak ist, ein Schüler von Guru und wer nicht. Also der, was wirklich von Gurudev ein Schüler ist, das merkst du erst, wenn der Gurudev weg ist, dann von der Welt. Nachher kannst du sehen, was sie machen, ob sie wirklich dem folgen oder nicht. They are in line with Gurudev or not. They are doing all nonsense, which never Gurudev approved. Und viele machen ihm danach, oder denken sich, jetzt ist Gurudev weg und jetzt können sie jeden Blödsinn machen. Oder sie sprechen über falsche Siddhanta-Formeln. Genuine Sevak, Guru Sevak, never want to do like that. Aber wirklich ein Guru Sevak, ein Diener vom Guru, der will das nicht. Eben, du kannst nämlich immer den Namen von einem Guru verwenden, um irgendwas Falsches zu predigen, in dem Namen von deinem Gurudev, weil er eben so bekannt ist, der Gurudev vielleicht. Und da versuchst jetzt du aus der Berühmtheit, was der Gurudev hat, versuchst du dann selber was rauszukriegen.
Du willst vielleicht aufzeigen, dass du eben ganz ein großer Geweihter, ganz ein guter Geweihter warst von dem Gurudev und so kannst du dann selber auch natürlich berühmt oder Ruhm erreichen. So funktioniert es auch heutzutage. Aber reine Vaishnava, die machen sich nie was draus aus Pratishta. Pratishta ist irgendwas, auf das man spucken kann. Der Ruhm, auf den kann man spucken. Das ist ganz uninteressant für einen Vaishnava. Aber wenn die ganze Welt verehrt, nachher macht es am reinen Vaishnava überhaupt nichts aus. Das interessiert ihn nicht. So, man kann dem Gurudev dienen oder du kannst Dienst annehmen von deinem Guru. Das ist komplett verschieden. Aber nach außen schaut es gleich aus. So Srila Prabhupada, der wollte niemals Ruhm oder Ehre. I can come down to anything. Maybe those people can criticize Gurudev speaking this way, Gurudev being this way. This should not be done. Even those who took shelter unto Lotus feet of Also die Leute, die was Zuflucht gesucht haben bei Prabhupads Lotusfüße, sogar welche von denen, die haben angefangen, Prabhupada später zu kritisieren, weil niemand da war. Und sie haben komplett formal falsche Lehren verbreitet, als wie er eigentlich gesagt hat. So Hanuman, wo Ravan seinen Schwanz anzünden will, nachher hat sich Hanuman gedacht, jetzt ist es die Möglichkeit. Jetzt zündet er wie mit einem Streichholz das ganze Lanka an und das ganze Lanka ist verbrennt. Sri Lanka. Tausende von Leuten, die sind gestorben dann. Frauen, Kinder. Und jetzt ist die Frage vom Hanuman, kann jetzt die Frage gestellt werden, oh Hanuman, du bist ein Vaishnava. So, was machst du da? Wie kannst du all die Leute töten? Ganz Lanka, so, das ist, was hast du da gemacht? Das ist eine große Sünde. Aber Hanuman sagt, nein, er hat keine Sünde begangen. Das ist Dienst zu Ram. Das war Seva zu Ram. I have done seva, 100% seva unto the lotus feet of Ramchandra. I have no vanity. I have done no mistake, no offense, no crime, nothing. So you see, those gopikas, when Bhagavan Sri Krishna, going to prove that I'm sick. So wenn die Gopis, wo Krishna zum Beispiel gesagt hat, oh, er hat so Kopfweh, er kriegt keine Medizin, keiner findet warum, kein Doktor kann herausfinden, warum er wirklich so Kopfschmerzen hat, was. Alle Doktoren sind gekommen, aber nichts hat genützt. So Krishna sagt, dann die Medizin, du kannst nach Vrindavan gehen, geh und holst mir dort den Staub von den Lotusfüßen auf die Gopis in Vrindavan. Narad ist gelaufen und hat versucht, den Fußstaub zu kriegen. Er ist überall gegangen, in Dwarka und überall, aber die haben alle gesagt, nein, das können sie nie machen. Manchmal können Gott unseren Fußstaub geben, Krishna unseren Fußstaub geben. Und die Gopis von Vrindavan, die waren aber sofort bereit und haben ihm den ganzen Staub von ihren Füßen gegeben. Und sie haben gesagt, Narad hat sie dann gefragt, ja, macht euch das nichts aus, das ist eine große Sünde wahrscheinlich. Aber da haben die Gopis gesagt, na, für Krishnas Dienst können sie in die Hölle gehen, das ist ihnen ganz egal. Sie wollen nur Krishnas Glückseligkeit. I am so, I have so much vanity that with contact, I am ready to go to hell.
So, Srila Prabhupada ist sogar bereit, einen Kontrakt auszufüllen, dass er in seinem Dienst zu Guru kann er zur Hölle gehen. Für das kann er unterschreiben, wenn er to serve my Paramahansa Gurudev, what I can do, I can go to hell for infinity field with due content. Also das soll die Stimmung sein von einem wirklichen Schüler, dass er einen Kontrakt ausfüllt, unterschreibt, dass er kann in die Hölle gehen für den Seva zu seinem Guru. Wenn er für das bereit ist, dann ist er wirklich ein Satguru, ein Satshishya, ein Schüler, ein wirklicher Schüler. Und der wirkliche Schüler ist ein wirklicher Guru, das ist Mathematik. So ein wirklicher Schüler, der wird automatisch, der Schüler, der was wirklich sich komplett aufgibt für das Motiv, was der Gurudev verbreiten wollte, oder für die Lehren, für das alles, was er geben wollte. Und das gibt zu 100%. Nachher wird der Schüler genauso ein Guru. Ein 100%iger. So viele sind sogar materialistische Leute, sind sogar bereit, ihr Leben aufzugeben für ihr Land, wie im Krieg, durch irgendwelche Kamikaze oder so auf die Art und Weise. Aber wir sind nicht einmal bereit, unser Leben für Gurudev geben, obwohl Gurudev alles gibt, nicht nur Land, sondern unser wirklicher allen Reichtum von der spirituellen Welt. Bound to, make a commitment. So, da ist ein Vers im Chaitanya Charitamrita, wo eben beschrieben ist, dass durch die wirkliche Hingabe, wenn das passiert, nachher, das kann man wirklich Diksha nennen. Alles andere ist eine Vorstufe von Einweihung. Aber wirklich Diksha fängt an, wenn man so ein Schüler wird, was sich komplett hingibt für seinen Meister. Very dangerous situation at present. That guy was speaking, no? Some devotee crying now in Samkunda, at the bank of Samkunda, I was doing parikram. He is crying and say, I am sure, Maharaj, in the bank of Samkunda, Maharaj, I am sure that you can save me. So, er hat das Beispiel letzte Mal gegeben mit demjenigen, der was zu ihm hingegangen ist, am Ufer vom Radakund, dass er gesagt hat, ich bin mir sicher, dass du mich schützen kannst oder dass du mir helfen kannst. Aber er hat zu ihm gesagt, okay, er hat nämlich einen falschen Guru gehabt, einen materialistischen Guru. So normalerweise spricht er nicht, wenn er Parikram geht, er chantet er nur, aber dann hat er zu ihm gesagt, wenn du 100% sicher bist, dass ich dich schützen kannst, nachher seid ihr sicher, dass du geschützt wirst, oder dir wird geholfen aus der Verstrickung. Barishal, das ist ein Ort im jetzigen Bangladesch. Das war aber zu der Zeit noch nicht Bangladesch, was Indien. So dort war in relation to the Chief Justice, his brother and nephew actually, His name is Rohini Babu. His name is Rohini Babu. Rohini Babu from childhood, very much, impressed. Eine Person, der hat Rohini Baba geheißen, der wollte wirklich Rajan machen in seinem Leben. So wie Tapan Misha, wo Mahaprabhu in den Namen vom Lehren von Vyakaran
Mahaprabhu wollte in Wirklichkeit über Sambandha, Abhidheya und Prayojan sprechen. So dort ist auch Vaishnava gewesen, der hat nicht verstanden, wie er wirklich Bhajan machen kann. Heutzutage ist immer noch eine Komplikation da in die Dinge, Sambandha, Abhidheya und Prayojan. Sambandha, die Beziehung, das kann man kriegen durch Sadguru, entsteht ein Sambandha-Gyan zwischen der Seele und der Überseele. Eine Beziehung. Ansonsten ohne dem Sambandha-Gyan, wie kannst du anfangen, Bhajan zu machen? So Sadguru, der zeigt dir deine Beziehung, der zeigt dir, wer dein Objekt deiner Beziehung ist. Du hast eine Verbindung, eine Ebene, Verbindung mit Gott, mit Krishna. So, du verschwendest jetzt nur der Zeit, du hast keine Beziehung mit irgendwas in der Welt. Nix, keine Beziehung. Keine Beziehung hast du mit der materiellen Welt, mit keinem Ehemann, mit keiner Frau, mit keinem Sohn, mit keinem Mann, mit keinem Geld, mit keinem Reichtum. Mit dem allem hat die Seele keine Verbindung. Die Seele hat nur Verbindung mit dem höchsten Herrn. Aber wir sind so dumm und wir trennen uns von der Beziehung von Krishna und wir wollen eine Beziehung mit materiellen Objekten, mit materiellen Leuten, mit materieller Umgebung. Und somit halten wir uns wirklich auf in dem Ozean von Miserie. Und wir sind weg von unserem Ozean als Nektar. Mahaprabhu ist gekommen, um das zu geben, das Wissen. So, Mahaprabhu, der wollte überall, wo er hingegangen ist, die Lehren weitergeben. So derjenige, was ihm wissen wollte, wie er jetzt wirklich Bhajan machen kann, dann hat er einen Traum gehabt. Und Nimai, der große Pandit, ist erschienen im Traum und hat ihm das gesagt. Oh, der kann dein Problem lösen, geh dorthin. Und dann ist er gekommen am Morgen und hat dort Zuflucht gesucht. Und Prabhu, Chaitanya Mahaprabhu, hat ihm aufgeklärt über Sambandha, Abhidheya und Prayojan. It is from Jagadananda Pandit's writing. Guru Prabhupada used to speak this very often. Kolikale Sadhupava Kutinjanina Sadhuguru Rupe Krishna Aila Nodiya. Bengali, you learning Bengali, huh? By now you are not understanding this sloka also. Foolish. So many teachers, so many things, and brain is gone. All garbage. So you see, Guru Bhagavad used to speak, the Sadhu Guru Rupe Krishna, Sadhu is very rare in this Kalika. So ein Sadguru ist ganz, ganz selten im Zeitalter von Kali. Dedicated show. So Chaitanya Mahaprabhu, Krishna, that's why Krishna came in the form of Sadhu. Follow Chaitanya Mahaprabhu. This way we'll have to do bhajan, this way we'll have to do the swaying all the time. Chaitanya Mahaprabhu ist derjenige, der uns sagt, wie das funktioniert. And the ultimate goal. Prayojan means Prayojan Tattva also, topmost Prayojan Tattva. Prayojan Tattva in whole Sampradaya, different Sampradaya. So Prayojan Tattva ist vielleicht ein bisschen verschieden in die 4 Sampradaya. Das kann vorkommen. In der Gaudiya Gesellschaft des Prayojan Tattva. Prayojan Tattva, you can get topmost Prayojan side with Prayojan Tattva. So, that way, this, Tapan Misra going to get guidance, everything. Similarly, you see, this, Rohini Babu, you want to get proper guidance, what to do. So, der Rohini Babu, der wollte ihm jetzt auch richtige Führung haben. Er ist dort und dort hingegangen. Wie ein Verrückter. Er ist nach Navadvip gekommen, hat dort gebadet in der Ganges.
Und dort ist aber in Gemeinschaft kann mit einem Baul-Guru, mit einem Sahajya, also keinen echten Guru, einen materiellen Guru. Und der Guru hat dann gesagt, okay, du kannst mit uns bleiben, wir zeigen dir den Weg. Und sie haben sogar Fleisch gegessen, sie haben sogar Wein getrunken. Und, also komplett falsch. Weil die sagen, oh, wie kannst du Kraft kriegen, wenn du kein Fleisch isst, wie wenn du kein Wein trinkst. So die Dämonen, die predigen das. Aber Chaitanya Mahaprabhu sagt, naja, aber die sagen, dass die Kraft kommt vom Spirit, vom Spirituellen, nicht vom Materiellen. So, derjenige, der ist dann irgendwie auf das andere Ufer gekommen und der ist in die Nähe von Prabhupada gekommen. Obwohl er zu so einem falschen Guru zuerst gehört haben, aber jetzt kommt er in die Gemeinschaft von Prabhupada. Prabhupada war so eine strahlende Person, ganz er hat Harikata von ihm gehört, einen Teil hat er verstanden, einen Teil hat er nicht verstanden. Harikata ist transzendental, so das kann nicht jeder gleich verstehen. Und nachher hat er umgedreht und hat sich verbeugt und ist gegangen und ist wieder zu seinem Guru zurückgegangen. Und in der Nacht hat er einen Traum gehabt. Und in dem Traum, der Sikha, den Baul-Guru, der wird aufgefressen von einem Tiger. Und die Frau von dem Baul-Guru, sie ist der Tiger. Also das sind zwei Tiger. Er ist ein Tiger und sie ist ein Tiger. Und beide attackieren sie Rohini Babu im Traum und versuchen ihn zu essen. Und sein Traum ist dann gebrochen. Und dann ist er aufgewacht und hat geschwitzt und hat geschnauft. Und in der Zwischenzeit ist er dann abgehauen von dem Platz und hat sich die Lotusfüße von Srila Prabhupada gegeben. Follow, you see, he got Diksha, everything from there. Very nice actually. This way, at present, thousands of people. So heutzutage sind Tausende von Leuten, die werden im auch so abgezockt. Also sie kriegen nicht wirklich die wirkliche Wahrheit mitgeteilt. Das ist ein großes Problem heutzutage. So, Srila Prabhupada, wie gesagt, er hat niemals irgendwelche Kompromisse gemacht. So, er hat auch schon über das gesprochen, dass Srila Prabhupada Acharyaship of Prabhupada, with the manifestation of the exclusive Acharyaship of Prabhupada, all other common Acharyaship was proved to be found. So, Srila Prabhupada, das war der Acharya. Viele andere normalen Acharyas, die waren alle niedriger oder falsch. So, Srila Prabhupada, das ist eine einzigartige Persönlichkeit. In my devotional life, I was running from Kanyakumarika up to Himalaya end. Srila Prabhupada, der hat selber gesagt, er ist gegangen von Südindien zu Nordindien, aber er hat von ganz da, hat er nicht so eine Persönlichkeit gesehen oder hat er irgendwen gefunden, der was wirklich über die absolute Wahrheit hören will. Okay, du sprichst die Wahrheit. Halbe Wahrheit ist nicht die absolute Wahrheit. Du sprichst vielleicht über die absolute Wahrheit, aber
Aber schlussendlich, wenn man die testet, dann sagst du nur die halbe Wahrheit. Und halbe Wahrheiten, das ist gleichzusetzen mit falsch. Falschheit. So der was nicht To speak or accept this apparent truth, how we can expect they can accept that absolute truth? Follow my point. Those who are not in a position also to der was nicht accept in der Position sein, this apparent truth, die Wahrheit in der Welt zu akzeptieren, so wie können sie die absolute Wahrheit akzeptieren. So vielleicht ab und zu sagen sie ein bisschen, also so viele Leute betrügen heutzutage in der Welt. So für ein ganz kleines Selbstinteresse versuchen die Leute heute zu betrügen. Und die wollen nichts über die absolute Wahrheit hören. Und sie sind selber nicht in der Position, damit sie über die absolute Wahrheit sprechen können. Even apparent truth they cannot accept. How we can expect that they can accept that absolute truth? Is it possible for them? So wie haben sie wirklich die Möglichkeit, solche Leute die absolute Wahrheit zu verstehen. So das ist, warum Srila Prabhupada sagt, er ist in seinem Leben auf und ab gelaufen, aber er hat nicht wirklich so eine Seele gefunden, die was er sagt, aufnehmen kann. So Guru Varga, die kennen das. I must see that some Sahaji are speaking always that all those going to take Harinam and Diksha from Prabhupada, they are all eternal parcel of Prabhupada. Viele Leute sagen, was ein falscher Punkt ist, die sagen, oder was vom Prabhupada angeweiht sein, das sind alles reine Seelen. Oder ewige Geweihte. Aber das ist nicht so, das ist ein falsches Siddhanta. Also alljenige, die was zum Prabhupada gekommen sind, die was Harinam und Diksha Einweihung genommen haben, die sind nicht ewige Geweihte, weil schon für was war er dann gekommen? Also wir sind stolz auf das, dass das Srila Bhakti Rakshak Srila Goswami Maharaj, der hat komplett das Siddhanta, die Lehren von Srila Prabhupada realisiert, die komplette Form von Prabhupada. Und das ist reflektiert worden in dem Herzen von Srila Sridhar Maharaj. Und wie hätte er schon sowas schreiben können? Titaram Tarani Talahara Kakora Janam Anabadika Vatsalya Snikta Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam. So wenn du das Lied jetzt hörst, oder das Dvadasa kam, das was Bhakti Rakshak Srila Maharaj verfasst hat, das zeigt genau auf über das Leben von Srila Prabhupada. Vishabhana Sudhadanacham Charanashita. What do you mean? Prabhupada also not directly speaking that I am not material. Those are Guru Varga, they are very clever. Sometimes Prabhupada wrote one letter to some devotee that Brishvanu Nandini always want to protect that foolish, So Srila Prabhupada hat uns einen Tipp gegeben. This foolish, this Gopabalika, but like eyeball. Also die Augen von Radharani, die schützen immer das dumme Gopabalika. So wie die Augen
Lider des Auges selber schützt. So, das ist ein Hinweis, wo uns Srila Prabhupada führen will. Er sagt, Radharani will das Nayani Mani, den Juwel vom Auge schützen. So, das ist das junge Gopika. So this way, Prabhupada going to give indication, full indication. So, Srila Prabhupada, der hat es nicht direkt gesagt, was für einen Dienst er in der spirituellen Welt hat, aber er hat den versteckt gegeben für diejenigen, was sie sehen können. So, der Siddhanta, dass jetzt alle Seelen ewige Geweihten sind, die was Harinam und Diksha-Einweihung genommen haben von Prabhupada, das kann man nicht sagen. By the mercy of Srila Sriman Mahaprabhu, we can know that Prabhupada took sannyas base, patito dharanikita veshajatim. So, durch die Barmherzigkeit vom Sridhar Maharaj haben wir eben erfahren, dass Srila Prabhupada die Sannyas-Kleidung angenommen hat, um all die gefallenen Seelen zu retten. So, deswegen kann man nicht sagen, dass all die, was jetzt eine Einweihung haben von Prabhupada, dass das alles ewige Geweihte sind. Das kann nicht sein, weil dann sagst du ja, dass Prabhupada von der spirituellen Welt kommt mit all seinen Brüdern und Schwestern und dass er keinen von der Welt rettet, keine neuen Seelen. Aber sicher, er holt sich viele neue Seelen und für das ist er gekommen. So this way you see, we can prove that those who, then now question is that you are speaking in such a mood that we can feel some pain, but no question of pain. Now you can put question in front of me that then what is your Siddhanta? Not my Siddhanta, it's Siddhanta Prabhupada. I can prove. Those who come into Chaitanya Mahaprabhu to serve, so diejenigen, die zu Chaitanya Mahaprabhu kommen, das sind auch nicht alles die Parikas, ewige Geweihte. Neue Devotees kommen auch dazu, neue Seelen. Now Prabhupada giving Siddhanta, then whom you can speak that they are eternal person? Also Srila Prabhupada sagt uns, wer kannst du sprechen? They are going to establish all the Siddhanta Vichara of Srila Prabhupada. Namam Vishnu Padayo Krishna Pishtaya Bhutale Simante or Gaura Pishtaya Bhutale. Gaura Pishtaya Bhutale. What Chaitanya Mahaprabhu wanted to implement? So Chaitanya Mahaprabhu, das was der im Herzen tragt, wenn das eine andere Seele hat, nachher kann man sagen, das ist ein ewiger Geweihter, genauso. Die, was dem Wunsch folgen von Chaitanya Mahaprabhu, das wären automatisch alles ewige Geweihte. Siddhanta Vichara of Srila Prabhupada in total in their life. In total, they don't care about how much Pratishtha you want to do. So, die wollen nur den Auftrag von Srila Prabhupada weiter ausführen. Die wollen kein eigenes Lob oder Ehre. Koresh, der war zum Beispiel auch bereit, sein ganzes Leben hat er gegeben für sein wurde. So, Koresh, das Beispiel ist jetzt ganz, ganz wichtig, was er sagt, hat er gesagt, wo man sieht, eben, wie er das Leben gegeben hat von seinem Gurudev. Das Gleiche mit Keshav Goswami Maharaj. Das kann er aber später diskutieren, aber jetzt sagt er, wer ist wirklich bereit, das Leben für Prabhupada zu geben? Siddhanta Maharaj, der sagt, oh, wenn Tausende von Leuten da sind. Siddhanta Maharaj, Siddha Sarup, I think his name was, speaking loudly. X mission, Y mission, they are actually hooligan.
Der hat eben ganz, ganz laut gesagt, dass eben die andere Hälfte, was Srila Prabhupada folgte, was das so verdreht hat. Und ja, das Sacker, das sein Alt, das ist, die versuchen, die spirituelle Welt oder die spirituellen Lehren so zu verbreiten und auf falsche Art und Weise. Das ist wie eine spirituelle Mafia. Siddhanta Maharaj hat über das ganz laut und ausführlich gesprochen. Er hat gesagt, oh, das sind Idioten, die was versuchen, so ein spirituelles Leben zu führen. Vielleicht große Yogis oder große Leute, was sich da einen großen Namen machen. Aber das ist alles falsch. So, aber die Leute haben sich alle aufgeregt. Oh, warum sprecht ihr so drüber? Warum? Aber die Vaishnavas, die wollen nie irgendwelche Kompromisse machen. Die Information, die ist dann auch zu Prabhupada gekommen, dass Siddhanta Maharaj so gesprochen hat. Aber Prabhupada hat gesagt, Tausende von Leuten, die haben sich aufgeregt, warum er so spricht. Aber Srila Prabhupada hat zu ihm gesagt, oh, aber er hat wirklich den Mut, über die absolute Wahrheit so zu sprechen. Er hat ihn gelobt. Nicht so wie Tausende von anderen ihn kritisiert haben, oh, warum spricht er so? Er hat nämlich hart gesprochen, er hat gesagt, oh, ihr führt alle in die Irre, was ist eure Position? Ihr seid selber blind, so wie wollt ihr wem führen? So, und Srila Prabhupada hat es gut geheißen, er hat gesagt, ja, das ist richtig, so soll er sprechen. Srila Maharaj, so this way actually, Prabhupada, Sharadendu, Bandhopadhyaya our side, forget Sharadendu Babu. One question and answer going on, is putting question in front of Prabhupada. Prabhupada, you are actually so, lucky, you see, within this short period of time you are making at least, by that time it was 34 or 36, I forget. Temple they were making 64 or less, some, or more, 66. We know 64. After that I get information, 60. More than 64. Saradendra Prabhupada, when putting question, maybe that time 64. After that, hey, you are making so much money. Prabhupada speaking, come on. Srila Prabhupada sagt, wo die Leute gesagt haben, oh, 64 Tempel hast du aufgemacht, das ist ein Wahnsinn. So großen Dienst hast du geleistet für die Gesellschaft. Aber Srila Prabhupada hat gesagt, oh, das ist gar nichts. Er wollte die Gaudiya Math, er wollte es in jedem Herzen den Tempel etablieren. Oder erschaffen. So was sind 64 Tempel? Aber wenn die 64 Tempel jetzt 64 lebende Gaudiya Math sein, die was über die absolute Wahrheit sprechen, nachher können die überall ausrücken und überall in die Welt gehen und die Wahrheit verbreiten. So 64 lebende Tempel, das sind wie lebende Medanga. Der Klang von der Medanga geht vielleicht über ein paar Dörfer, aber die Sprache, die Harikata, das Acharan, das Verhalten von wirklichen reinen Vaishnavas, das kann dann über Länder gehen, weiter und weiter und weiter. So wird die Nachricht verbreitet. Also Srila Prabhupada sagt, er will 64 solche lebenden Tempel. Also, dass die Gaudiya Math funktioniert, so wenn die Gaudiya Math funktionieren soll, wenn die Tempel funktionieren soll, nachher muss jeder total Bhaktivinoda Thakur und Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada folgen. Das kann nur durch die Kraft von den Lehren funktionieren. Nicht, was wir unsere eigenen Ideen in das Spirituelle reinbringen. Das ist alles geben. So keiner muss da irgendwas dazugeben oder wegnehmen. Wir müssen das so annehmen,
wie Srila Thakur Srila Bhakti Siddhanta gegeben hat, dann funktioniert die Gaudiya Math, dann funktionieren die Tempel. Es kann nur geführt werden von der Persönlichkeit, von niemand anderem. Oder durch die Lehren, was die geben. Und wenn es andere sein, dann müssen sie das komplett verwirklicht sein. Und die geben das dann weiter. Das ist unser Guru-Varga, das sind ewige Geweihte von Srila Prabhupada. Those who wanted to implement directly the Siddhanta Vichara Prabhupada, they don't fear. Also die, was wirklich das Siddhanta leben von Srila Prabhupada, die haben keine Angst. Und deswegen hat er mit dem Punkt angefangen, wenn du nicht wirklich Gurudev hingeben bist zu 100%, dann kannst du nicht über die absolute Wahrheit sprechen. Und was machst du dann? Du machst eben schon einen Kompromiss und sagst, wie viel Profit mache ich oder wie viel verliere ich, wenn ich das und das sage. Weil wenn du gewisse Dinge sagst, nachher gehen vielleicht gewisse Leute von dir weg und die wollen nicht mehr von dir hören. So deswegen sprechen auch viele nicht über die Wahrheit. Und das ist, Srila Prabhupada sagt, das sind Kaufleute, Geschäftsleute, die machen sich auf, was sie jetzt verlieren und was sie kriegen. Weil wenn sie viele Anhänger haben und so, nachher können sie nicht mehr so wirklich über die absolute Wahrheit sprechen. Weil ansonsten würden die weggehen, wenn sie die Sachen hören. Da muss man sie einschleimen und einschmeicheln. So, das ist wie ein Geschäftsmann, der was versucht, einfach sich immer das auszurechnen, was er kriegt, wenn er jetzt den Kompromiss macht, wenn er das und was er verliert. So Bharti Maharaj zum Beispiel, unser Gurudev, der kann über die absolute Wahrheit sprechen. Solche Personen braucht es. Wie eben da unser ganzer Guru-Varga, das sind solche Personen, die was über das sprechen. Ohne Kompromiss. Und Bharti Maharaj hat da ihm einen Auftrag gegeben, dass er über die absolute Wahrheit ohne Kompromiss sprechen und schreiben soll. Und das macht er. Und so viele andere, da sagt man, die sind sogar gegen ihn gegangen. Also wenn er dann die Bücher, die haben sie dann nicht verteilen lassen. Gewisse Maharaj oder Leute, die haben gesagt, am Anfang haben sie klatscht, oh super geschrieben hast, das und das und das. Aber dann, wenn die Bücher in ihre Tempel gekommen sind, nachher haben sie versucht irgendwie rauszukriegen, weil haben sie versteckt, die Bücher. Him, not directly, indirectly. This is a position, this, society, big society, they wanted to... Weil wenn man eben über die absolute Wahrheit spricht, viele, die was gegen unseren Guru-Varga gehen, direkt oder indirekt. So, er hat auf gewisse Antworten gewartet von der gegenüberstehenden Mannschaft. Aber für 40 Jahre war schon eine falsche Siddhanta, falsche Schlussfolgerung von den Schriften in ihre Bücher. Aber wenn man das jetzt aufzeigt, nachher wird er die ganze Position verlieren. All gone, everything gone. Now, 10 years, 12 years, 15 years gone. Now they're not going to answer. Because of the answer, they're going to lose their own position. Weil wenn sie selber Antworten geben würden, nachher verlieren sie ihre Position. So, die Leute sind nicht zu 100% hingeben, sein Guru. Du kannst zum Beispiel Bücher vom Markt kaufen und die lesen und rezitieren. Okay. Aber you all go through these books. You can know so many information you can get in open sabha, in Puri. Srila Bhakti, Vegan Bharti Goswami hat über das gesagt, geh durch die Bücher von Shamdas Babaji Maharaj. Da kannst du so viel lernen.
Also die meisten Leute, die haben zu ihm gesagt, okay, du kannst die Bücher drücken, aber wenn er sie dann gefragt hat, um ein Brieffest zu schreiben oder Einleitung oder irgendwas, dann haben sie gesagt, nein, da soll mein Name soll da nicht dran sein. So, why I have so much, belief when Prabhupada speaking, I can show you. Prabhupada speaking, that's why I have that much, faith. Prabhupada speaking. If you are going to speak absolute way about the absolute truth, if the whole world going to attract you, deswegen sagt Srila Prabhupada, wenn du über die ganze absolute Wahrheit sprichst, nachher auch wenn die ganze Welt dich attackiert, die kann dir nichts anhaben, weil die absolute Wahrheit kann dich schützen. Den Glauben hat Srila Prabhupada gehabt. Es ist ganz egal, keiner kann sich über ihn was tun, weil er komplett Glauben in höchsten Herrn hat. Und auch wenn die ganze Welt jetzt gegen ihn ist, die kann nichts machen, weil er geschützt ist vom höchsten Herrn. Von Krishna, von Bhakti Siddhanta Thakur, von Srila Prabhupada, Bhakti Goswami, das sind all seine Meister, das sind keine Abzocker, das sind 100%, was die Lehren gelebt haben, was die Lehren gegangen sind. So, er hat nur Glauben in denen, so wie Koresh und Glauben gehabt hat in sein Gurudev. So, nicht jeder macht es und nicht jeder kann das. Wer ist bereit, wirklich sein Leben zu geben? So wie Keshav Goswami, der war bereit, für sein Guru sein Leben aufzugeben. So this way actually, nobody like at present specially. So heutzutage, wenn du über Srila Prabhupada sprichst, über Bhakti Siddhanta Thakur, dann sagen viele, oh, geh nicht dorthin, sprich hoch nicht von dem. Aber im Leben zum Prabhupada zum Beispiel, wo er eingeladen worden ist, zum Raja Mahendra, also das sind ganz einfach in der 3. Klasse gereist, Srila Prabhupada. So, in der 3. Klasse mit ganz einfachen Leuten. Sind die in ganz Indien mit dem Zug gereist. Und mit ganz die untersten Züge. Also von den Klassen her. Bhakti Prabhupada Goswami, Keshav Goswami, alle von den Meistern sind nur so gereist in ganz Indien. Hat keiner irgendwas anderes Mittel gehabt zum Reisen. Und er reist genauso, Shandas Babaji Math. Er reist auch nur in 3. Klasse, weil er ihm das alles lernen will. Die Toleranz, das Ganze zu tolerieren und dass er wirklich in Schwierigkeiten leben kann. So, er will sich selber das Leben schwer machen, weil Bequemlichkeit, verliert man das dann alles. Und Srila Prabhupada sagt, er kann nicht auf seine persönliche Bequemlichkeit schauen. Es gibt Leute, die denken sich, oh, es gibt Sadhus in der Welt, die sagen, oh, sie wollen nicht streiten, sie wollen nicht irgendwie Kompromisse machen oder über andere sagen, das ist falsch. Sie wollen einfach fein, friedlich sein und ihr spirituelles Leben. Aber Srila Prabhupada sagt, das ist gerade die Worte, weil er die Worte, der spricht über die absolute Wahrheit. Und der macht sich auch nichts draus, wenn er das soll. Ansonsten ist es passive Kam, passive Lust. Für sich selber, du willst selber dein Leben friedvoll leben. Lass doch die anderen in Ruhe, lass sie so sein, wie sie sind. Es geht jeder seinen eigenen Weg. Jeder weiß selber, was er tun will. Das ist nicht der Weg, wie Srila Prabhupada uns gelehrt hat. Für das muss man aufstehen. Und die Gaudiya Math, die Devotees, die machen das. Die sprechen über das. Sie wollen nicht der Bequemlichkeit. Tomara Seva Dukha Se Paramasu. So, Srila Bhakti Siddhanta Thakur, der sagt, Srila Bhakti Siddhanta Thakur sagt, du hast Srila Bhakti Siddhanta Maharaj, because you all are so lazy, Maharaj speaking. Bhakti Siddhanta Maharaj hat gesagt, oh, ihr seid alle so faul, wir sind auf von 2, 3 in der Früh, in der Nacht.
So ein Devotee soll Leben zu jedem geben. Der will nie seinen eigenen Interesse und die haben Tag und Nacht 24 Stunden, machen die sich Gedanken, wie sie der Menschheit helfen können. Die sind ständig im Seva, schreiben Artikel für die ganzen Menschen, tun Archan, singen die heiligen Namen, verteilen Prasadam. Die lassen das Leben nicht vorbeigehen. Er ist am Nachmittag rausgegangen oder am späten Vormittag, Bücher verteilt, nachher wieder geschrieben, nachher Kirtan gemacht. Und das, der ganze Tag, 24 Stunden, ist so geplant. So die, was 100%ig hingeben sein, die haben so ein Leben. Im materiellen Leben kann man Beispiele sagen. Materielle. Up to the extreme limit of material level. Up to the extreme limit of material level. Love. So zum Beispiel im materiellen Leben, da gibt es auch Liebe. Zum Beispiel Beispiele wie Romeo und Julia, Jim Taylor, Majnun und Laila, so Liebespaare, was sie im Auftrag haben. Ganz eine extreme Liebe zu sich. Aber doch, Srila Prabhupada sagt, das ist keine wirkliche Liebe. Also wenn jetzt das, was da schon festgestellt ist, als höchste Liebe in der materiellen Welt, von der ganzen Menschenmasse, aber von anderen, sagt Srila Prabhupada, das ist keine wirkliche Liebe. Was ist dann andere Liebe in der Welt? Wo Prabhupada eingeladen worden ist, so die meisten, die wollen ein friedvolles Leben leben. Die wollen einfach tun lassen, was sie wollen. Aber das ist passive Karma. Also, aber das ist verboten für Devotees. Das ist ganz gefährlich, wenn du versuchst, die passive Karma. Mitthachara sauchate, you want mitthachar means you are lying. Mitthachar sauchate. So mit unserem Guru Varga, das sind ja alle Sachen, die sind so, wie sie innerlich sind, so sind sie äußerlich. Nicht irgendein falsches, zwiespältiges Gemüt. Somehow Raja Manindra was very nice man. As a man he was very good, but not devotee. Raja Mahendra, der war auch eine gute Person, aber nicht als ein Devotee. Er ist nämlich begleitet worden von Idioten, die ganze Gruppen waren Idioten. Hat Srila Prabhupada gesagt. So, wie kann er dann so eine Person schützen? Raja Mahendra hat ihn eingeladen. Prabhupada ist dort hingegangen. Und 5 Tage war ein Dharmashala, Harikata. Ist gesprochen worden über Bhagavad Dharma. Aber Prabhupada haben sie nicht erlaubt, einmal 5 Minuten zu sprechen. So, sie haben gesagt, stopp. Du sollst nicht sprechen. So nicht einmal 5 Minuten haben sie ihm erlaubt. Und Prabhupada ist gegangen. Und dann hat Srila Prabhupada für 3-4 Tage hat er nicht einmal Wasser getrunken. Auf der Veranstaltung. Prabhupada ist nicht interessiert, irgendwo dann Essen zu kriegen oder von irgendwem oder Ruhm und Ehre. Sondern er will über die absolute Sprache sprechen. Wenn er das nicht kann, dann sagt er uns, dann sollen wir fasten. Und dann hat er 4 Tage gefastet. Weil sie ihm nicht einmal 5 Minuten erlaubt haben, über die absolute Wahrheit zu sprechen. Hat er nichts angenommen von dem Gastgeber. Gar nichts. Also wer soll predigen gehen? Nur die, was selber komplett tief im Bhajan sein, das sind wirkliche Prediger. Alles andere ist falsche Show.
if somebody not going to accept anything from you, you have no right to take anything from him. So, in dem Leben hat Prabhupada uns gelernt, ohne dass du was davor gibst, kannst du nichts akzeptieren von anderen. Du musst immer was geben. Du kannst nicht einfach so akzeptieren von anderen. Sondern bevor du irgendwas selber akzeptierst, musst du davor schon geben. Ganz egal, was es ist, bei Wissen, bei irgendwas anderem. Established mother known by devotees, Gaudiya devotees. I was bound to go not along with some devotee also. I go there and speak something, not Harikatha actually. They are crying and putting this kind of, thing. So I was bound to answer that way, paid on to mother known for 5, not more than 10 minutes. When I come back, they wanted to give one, big plate, decorated plate. With different kind of, things. Also war einmal bei so einem eingeladen bei so irgendjemandem und die haben dann ein großes Teller vorbereitet mit vielen Früchten oder irgendwas und das. Aber die haben gewusst, dass Maharaj, der nimmt kein Geld. So, dann hat er gesagt, nimm die Sachen mit für mein Goshala. Also er hat heute immer noch das Teller, ein großes Teller. So Prabhupada sagt, wenn also du sollst nicht irgendwas anderes akzeptieren von anderen, du sollst vorher geben. Prabhupada hat an dem Fest nicht einmal einen Tropfen Wasser getrunken, weil er eben nicht zuerst gegeben hat. Was wollte er geben? Harikata. Aber er hat keinen Kompromiss gemacht. Einmal waren in Navadvip so viele Sahajas, die haben Bimal Prasad gefragt. Oder gebetet, oh Gaurkisha, das Bhakti Sie haben ihn gebeten, dass er im Harikata spricht. Sie haben gesagt, oh, wir haben gehört, dass du ein großer Gelehrter bist, ein großer Pandit. So, wir wollen über Krishna hören, über Harikata. Und Prabhupada sagt, okay, wenn die interessiert sind, Harikata hören, das Gaudiya Siddhanta, die Philosophie von der Gaudiya Math, nachher haben sie das organisiert. Bimala Prasad ist dorthin gegangen, in dem Abend, wie ein Feuer, und ist dort im Wassersand gesessen und hat gesprochen, hat Wandern, Gebete gemacht und Harikata war wie Feuer und keiner hat die verkraften können. Und nachher, wo über das alles gesprochen hat, oh, Maya Padamamsa Guru Schwester, der hat auf Batista, auf Ruhm und Ehre hat er gespuckt. So, mein Guru Bhat ist so hoch, wo er da die Augen aufgemacht hat. Nachher hat er gesehen, Gaurke, schau das, Prabhupada sitzt unten in der Zuhörerschaft. Und hat er sich da und Sai Gurudev hat für ihn gehört. Und Prabhupada war ganz erstaunt, dass Sai Gurudev gehört hat von ihm. Er ist in der Zuhörerschaft gesessen. Sai Gurudev hat von ihm gehört. Das ist das Beispiel, warum so das ist so wichtig. Es sind viele Paramahamsa Gurus da, die machen ihr Bhajan, aber das hat die Lehren weitergeben. Andere, die wollen nur für sich auf ihr eigenes Bhajan schauen. Aber er hat immer weitergeben. Er wollte uns immer Warnungen geben. Das war im Gaurkisha, das war seine Aufgabe. Also da war er der Einzige, der was das gemacht hat. Keiner, kein anderer. Gaurkisha, das war
der war so One day speaking very kraftvoll. heavily to Bimala Prasad. Einmal hat er ganz stark oder streng zu Bimala Goswami und Bimala Prasad gesagt, der Sadhguru, der denkt sich immer, dass alle meine Gurus sind. Er hat was zum Lernen von seinen Schülern, er hat was von seinen Schülern zum Lernen. Immer ständig hat der Sadhguru was zu lernen von seinen Schülern. Ansonsten, andererseits denkt man sich, oh, man selber ist der Guru und der Aufgeblasene. Und das passiert. Und dann wird das Herz kontaminiert. So, wir haben so wenig Zeit. Amit Vaishnava Erude Heule Amen. Also wenn du da denkst, dass du großer Vaishnava bist, dann kannst du niemals demütig wie ein Strohhalm werden. Wie Gras. Du denkst dann, oh, ihr seid all meine Schüler. Aber wenn der Gurudev mir wirklich unterrichtet und teilt damit, dass das alles meine Schüler, meine Gurus sind. Die Schüler sind meine Gurus. So, er wollte ihm aufzeigen, dass ich wollte aufzeigen damit, dass Srila Prabhupada nicht sein Schüler ist, sondern er kann lernen von ihm. So, das ist ein wirklicher Guru. Amar Prabhu, so, mein Prabhu, du bist zu kommen zu mir. Amar Prabhu. Be careful. That devotee always approaching you to request you to get some lesson from Chaitanya Mahaprabhu. Don't give any lesson to him. Be careful, my Prabhu, Amar Prabhu. Bimala Prasad here. What happens, Babaji Maharaj? Actually, his teacher. He actually cheater. Not teacher. Teacher. Cheater, actually. He is always putting some plate in front of his Harikatha. Also Gaukisha Das Prabhupadas hat einmal gesagt, der einer, der will, fragt da im Bhakti Siddhanta, oh, kannst du mal lernen, das Chaitanya Bhagavata, aber Gaukisha Das Prabhupadas, lern ihm das nicht, weil der will dann nur sein Korb davor haben und will Geld sammeln durch Harikatha. Also gib ihm das nicht, das Wissen. So Wissen wird heutzutage so verwendet. Aber das heilige Wissen, für das ist es niemals möglich, irgendein Pranami oder was zu verlangen. So Gaukisha Das Prabhupadas hat immer gesagt, nein, niemals, lern das niemals. Das ist so viel von so vielen, was man da sprechen kann über die Personen, Srila Bhakti Siddhanta. Er weiß nicht, wo er anfangen kann und wo er aufhören soll. Da ist so viel zum Erzählen. Und wie kann er das in der kurzen Zeit machen? Das ist ein Ozean, das Leben von Srila Bhakti Siddhanta und Srila Prabhupada. So naturally you are also going to cheat me. Okay, you need not give Diksha. I am going to jump into Ganga. Running. I can jump and give my life to Ganga. So Srila Prabhu, come, I can give Harinam to you, come. Then that day. Also das erzählt ein bisschen was über die Einweihung, wo Srila Bhakti Siddhanta zu seinem Gurudev gekommen ist. Und Gaukisha Das Prabhupadas. One day I went to visit Srila Bhakti Thakur, Paramahansa. That time, Gaukisha Babaji was like mad, running to me and giving some stone and one, mud pot, everything to me, and speaking one, half, coconut, a broken half, two shell, So einmal ist der Gaukisha Das Prabhupadas gelaufen mit 2 gebrochenen Kokosnussschalen. Und hat gesagt, oh, und der Stein war nicht dabei, oh, das gibt bei ihm. So eine halbe Schale und der Stein und ein paar Staubpartikel. Und Prabhupada schaut auf die Lotusfüße von seinem Gurudev und sagt,
Prabhupada selber hat gesagt, das wo er 18 Mal eben weggeschickt hat. Und beim 18. Mal hat er dann Einweihung gekriegt. Er hat ihn 18 Mal getestet, er hat ihn immer wieder gefragt. Aber er hat immer nachgesagt, er nimmt ihn dann als Schüler. I wanted to take permission from Gauranga, but Gauranga speaking, here in front of me there is no value of any material education, whatever high education he can have, and how much money and position. Also, Gaurahari hat mir gesagt in der Vision, dass das ganze Wissen oder das ganze Geld oder das vor Mahaprabhu nichts wert ist. Und schlussendlich hat er ihm dann zugestimmt und hat ihn als Schüler angenommen. Und nachher hat er ihm von seinem Fuß einen Staubpartikel genommen, von seinem Fuß, und hat ihm das auf den Kopf gegeben. Und von dem Moment ist Srila Prabhupada in Ohnmacht gefallen, in innerlicher Ekstase, und hat die ganze materielle Welt gesehen, so wie sie ist, und hat die spirituelle Welt gesehen. Und er hat ihm so auch genau mitteilt, was das materielle Wissen, was sich Srila Bhakti Siddhanta davor angesammelt hat, wie wertlos das alles ist. Und das ist ja wirklich ein Guru Darshan, wenn man seinen Guru wirklich sieht, wer er ist. Aber wir sind Idioten. Wir gehen zu Guru und Vaishnava und wir versuchen sie mit unseren Augen zu sehen. Oh, der hat so viele Anhänger, so, das ist ein guter Guru, aber der hat wenige Anhänger, da kann nicht irgendwas nicht stimmen. Das ist unsere Guru-Darshan, unsere Sichtweise auf Guru. Das ist alles falsch. Also das ist eine ewige Blindheit, was uns blind macht, niemals wirklich Gurudev zu sehen. Srila Prabhupada sagt, die Leute, was zu mir kommen mit irgendwelchen anderen Wünschen, die wollen mich nur abzocken. So, ich kann es ja abzocken. Sagt Prabhupada. So, was für Kraft haben sie, mir abzuzocken? Ich werde es ja Leben für Leben abzocken. Die wollten niemals die absolute Wahrheit, aber sie haben immer versucht, irgendwelche Geschäfte aus mir zu machen. So, ich werde sie genauso abzocken. Am Anfang sind sie mit mir gekommen, aber was wollten sie? Position, Ruhm, Ehre, Geld und so weiter. So, jetzt bin ich ja bereit. Ich kann es ja abzocken. After that, going here and there, whole life, giving life, not only Prabhupada speaking, whom you can accept as Guru in your life. Sag eben, wen kann ich akzeptieren als Guru in meinem Leben? Wen? You are playing your brain. Wir denken über nach, wir versuchen mit unserem Geist zu verstehen, wer Guru ist und wer Vaishnava ist. Prabhupada sagt uns, wen kann man akzeptieren als Guru? Nur eine Person, die was 24 Stunden komplett im Seva ist, komplett im Dienst. Das Symptom soll nicht, dass er irgendeine Lecture macht in der Klasse. Er ist nicht jemand, der was auf der Universität ist und eine Klasse gibt dann vor die Studenten. Er ist nicht irgendwer, dass er viele Sprachen kann, sondern er ist einer, der was vom Herzen spricht, der was die Stimmung weitergibt, was er von seinem Guru gekriegt hat. Über das will er sprechen, nichts anderes. Und das will er weitergeben und das ist das Wichtigste. Was Geld, was für Ausbildung, was für Popularität, das ist alles, hat all keine Wichtigkeit in dem. So, wir sind nur interessiert über das direkte Gefühl von deinem Gurudev, was du von deinem Guru gekriegt hast. Über das sind wir interessiert, das wollen wir hören. Kada, Harikada, die was voller Feuer ist, die was alle Anarthas wegbringt, alle schlechten Angewohnheiten, das wird ausbrennen. Also wir wollen nicht irgendwie Klassen hören oder Lectures oder Philosophie, was eben ausgeschmückt ist, sondern nur über die innerlichen Gefühle.
was man gekriegt hat von seinem Guru. So Srila Prabhupada sagt, derjenige, was 24 Stunden beschäftigt ist, der um irgendwas zu machen für Krishna, für Bhagavan, Guru und Vaishnava, das ist ein Satguru, das ist ein wirklicher Guru. Du kannst keine Sekunde sehen, was halt nicht beschäftigt ist. Srila Prabhupada hat nicht einmal eine Sekunde gerastet in seinem Leben. Oder Prabhupada Bhakti Goswami, 12 in der Nacht, um 1 in der Nacht. Wir denken uns, der schlaft, aber seine Zunge ist ständig am Chanten. Und dann schreibt er wieder und macht so viele Sachen. 24 Stunden. Sogar wo Srila Bhakti Prabhupada Goswami im Koma war, total. Nachher haben sie ihn auf einen anderen Ort gebracht. Nachher im Koma hat er, so wie er Musik gemacht hat, Kirtan hat er gesungen. Also die Krankenschwestern, die haben sich gedacht, was macht er? Und die Devotees haben dann gesagt, ja, der chantet auf der Mala. Und er hat chantet und gesungen im Koma, obwohl er unbewusst war, extern. Und die Schwestern haben sich, weil sein Bewusstsein komplett da war, sein Seelenbewusstsein. So das ganze Herz ist belebt mit Krishna Prem. So wie kann man sagen, dass er unbewusst ist? Er war komplett bewusst. Die Person ist, obwohl extern wo die Krankenschwester dann eine Injektion geben wollte, und sagt er, oh mein Gott. Das hat er eben alles mitgekriegt. Und der Devotee, der sagt, oh, weil er hat gesagt, oh, das ganze Leben hat mich keine Frau berührt und jetzt hat mir die Frau berührt und hat mir die Spritze gegeben. Also wir before my death, I can find only 5 devotees all over the world. So wenn er auf der ganzen Welt nur 5 Devotees oder sogar ein Devotees kriegt nach seinem Tod, nachher ist er voll zufrieden. Er erwartet sich nicht irgendein Geld, Dollars, Euro oder Girlanden oder Ruhm, sondern nur vielleicht 5 Schüler, die was ihm komplett folgen. Oder vielleicht nicht einmal 5, sondern nur einer. Die Sachen, an das soll man erinnern und über das soll man sprechen, das soll man weitergeben, die lernen über das alles. Einmal war Srila Prabhupada in der Bücherei und die ältere Schwester von Prabhupada ist reingekommen. Die ältere Schwester war schon eine alte Frau. That's why it took some time to come, because we probably dedicated right from the beginning. Anyway, that time Guru Prabhupada was running into library and what? So zu der Zeit ist Saiko in die Bücherei gerannt. Und Prabhupada hat gerufen, die Schwester war eigentlich wie eine Mutter für ihn. Also der ist schon alt, fast 60 Jahre. Aber Srila Prabhupada hat gesagt, ist Kanada, weil er war eben ein Sannyasi. So, und sein Gurudev hat sich dann gedacht, schau wie sich Prabhupada aufpasst, dass eben keiner Prabhupada missversteht. Weil Sannyasis haben keine Gemeinschaft mit Frauen. So, die kann niemals allein mit der Frau in einem Zimmer sein. Und Prabhupada, Mahaprabhu genauso war, die haben so aufpasst mit den Punkten. So, wenn du die exakten Sachen lernen willst, dann musst du vor Srila Bhakti Thakur kommen und vor Srila Prabhupada. Du musst von den Personen lernen. Er kann Tulsi berühren, er kann im Vyasana des Srimad Bhagavatam berühren. Und er schwört, er sagt die Wahrheit. Also wenn du Srila Prabhupada folgst, Srila Bhakti Thakur,
Nur dann kannst du das alles verstehen. Das ist der Guru-Varga. Anders hast du keine Möglichkeit, die wirklichen Lehren zu kriegen. Die ganzen Lehren, was Chaitanya Mahaprabhu gegeben hat, alle Lehren, die findet man alle in ausgeführter Form in Bhaktivinoda Thakur und Prabhupada. Im Bhakti. Prabhupada ist nicht zum Missverstehen. Bhaktivinoda Thakur vielleicht, den kannst du nicht so richtig verstehen. You can pass criticism, oh, why Bhaktivinoda Thakur going there in Ambagan, previous home, he is now part idiot. Idiot. Prabhupada not going to Ambagan. Anywhere Bhaktivinoda Thakur you are taking forcefully. Prabhupada was not there, then some of his sons came, I don't like to speak their name, they forcefully take Prabhupada and go to. You are sick, you must go. No, leave me here, I like, no, you are sick, you will have to go. Some foolish devotee, they are passing remark, hey, how Thakur going back there? No, also Sannyasi kann zum Beispiel niemals zurückgehen in seine alte Heimat. Aber Srila Bhaktivinoda Thakur haben sie dort zurückgebracht, aber er sagt, dass eben Bhaktivinoda Thakur solche Persönlichkeiten, die sind nicht an dem und dem und dem Ort, sondern die sind ständig in Vrindavan. Prabhupada wollte niemals sagen, dass Bhaktivinoda Thakur sein Vater ist. Er hat niemals gesagt, dass das sein Vater ist. Nicht einmal einen einzigen Moment hat er so gedacht. Oder wo er gesagt hat, das ist mein Vater. Und Srila Bhaktivinoda Thakur hat niemals gesagt, dass das mein Sohn ist. Aber im Gegensatz, was er gesagt hat, Prabhupada hat gesagt, wenn er die Lotusfüße von Bhaktivinoda Thakur sieht, nachher denkt er sich, das ist ein ewiger Geweihter von Radharani, das ist Radharani selber. Also das ist was die Realisation, was Prabhupada über Bhaktivinoda Thakur hat. So das ist zum Folgen, wenn du wirklich ein exakter Gaudiya-Mitglied werden willst, nachher musst du Bhaktivinoda Thakur und Srila Bhakti Siddhanta folgen. Ansonsten hab keinen Glauben in irgendeine spirituelle Mafia oder das, was heutzutage am Markt ist. Bhaktivinoda Thakur was taken there. But somehow Prabhupada take Bhaktivinoda Thakur here also. Last moment when Bhaktivinoda Thakur going on. Prabhupada crying in front of Bhaktivinoda Thakur. Prabhupada never speaking. Like is always speaking like, it's like that kind of direct feeling Prabhupada having. Prabhupada speaking, Thakur, oh my Thakur, Prabhupada crying. In the Sananda Sukhada Kunjo. Bhaktivinoda Thakur weint im Svananda Sukhada Kunj. Das ist auf der anderen Seite in Gondor. Prabhupada coming and praying in front of, Bhaktivinoda Thakur crying heavily and speaking, Thakur, please bless me, please bless me. Don't try to go away right now. I am alone, you see, Prabhu is there. Bhakti Siddhanta Saraswati kommt jetzt ihm, oh Bhaktivinoda Thakur, oh bitte verlass jetzt nicht die Welt, bleib nur da, bleib nur da. Du musst mit uns bleiben für eine längere Zeit. Versuch nicht wegzugehen, weil Bhaktivinoda Thakur hat das Lila aufgezeigt, als er krank war. Und am nächsten Tag ist er dann, wo er das gehört hat von Srila Bhakti Siddhanta, ist er dann die ganze Gesundheit wieder zurückgekommen. My Prabhu, Vimala Prabhu, you see, I give you main responsibility on you about the whole sampradaya. Each and every member of Gaudiya Math, they have one respective function to do. We have some duty, we are not doing that duty. Like Santa Goswami write me one letter. I was bound, I was not, willing, but I was bound to stay in Sudhakan. That time Santa write me, giving me reminder about my duty, about whole sampradaya. That letter is there with me. In Bengal you can read. Not giving forecast. You have to do this for sampradaya, you have to do.
How possible? Maharaj, long ago, Maharaj saying, now I am sick, I am now in Keshari Math, when I receive your letter, now I am sitting in Keshari Math, Karakpur, I receive your letter, I can realize Also Shanta Maharaj, der hat ihm den schon Auftrag gegeben, dass er den speziellen Seva ausführen soll für die Schülernachfolge, vom Artikel verfassen und schreiben und übersetzen. And you have this kind of responsibility in your life. That came true. Und das ist alles wahr worden, was in dem Brief geschrieben ist und gestanden ist, was er ihm gesendet hat. Prabhupada actually wanted to teach us so many things through Siddhanta, all the time Prabhupada writings, all the time Prabhupada. Jivedaya Krishnam, Eimatosha. You understand the meaning? Don't finish? Still today you don't finish this? Simple? Jivedaya Krishnam, Eimatosha. Jivedaya? What do you mean by Jivedaya? How you can show to Jivedaya? So was bedeutet Jivedaya? Jivedaya ist, wenn du über die absolute Wahrheit sprichst. Alles andere ist nicht Jivedaya. Jivedaya und Krishna Nam, die heiligen Namen chanten. Immer schauen für das Wohl der ganzen Gesellschaft und die heiligen Namen chanten. Da kriegst du alle Kraft. Bhakti Thakur sagt, Srila Prabhupada hat den Auftrag, Daiva Varnashram zu verbreiten. Parikram. Also den Parikram wieder einführen. So jede Seele, der was du die Chance gibst, nach Navadvip zu kommen. Parikram, das ist nicht der Ort vom Geschäft, wo du Geld kriegst von. Das ist falsch. Wirklicher Parikram, was bedeutet das? Wirklicher Parikram ist das Lema von Bhakti Ballabhdev Goswami. Der Gurudev, der ist ja schon älter gewesen, Bhakti Ballabhdev Goswami. Und er kann uns den heiligen Damen, den heiligen Ort zeigen. So, Jiva Goswami hat den auch noch gesegnet durch Nityanandas Barmherzigkeit. So, das ist wirklich ein Parikram. Parikram, es bedeutet nicht, dass du einfach gehst, sondern du musst einer Person folgen, die was den heiligen Ort sieht. Und Bhakti Prabhupada Goswami als war das. Der hat den heiligen Damen gesehen, weil sie über die Orte sprechen und weil sie uns das offenbaren. So, aber nur heutzutage sind die Leute beschäftigt, wenn sie in den Vrindavan gehen, Kokosnüsse zu trinken, irgendwas zu essen, das und das. So, sie finden halt immer irgendwas zum Tun, sie wollen sich nie wirklich auf Harikatha und Krishna Bhajan konzentrieren. Derjenige, wenn du die Kokosnuss isst, das ist eben dasselbe Messer, das ist Uchista. Also wenn Also er nimmt den Uchista, die Überreste von seinem Guru-Vaga, nicht von normalen Leuten. So Parikram ist muss ganz vorsichtig sein, wie du Parikram machen sollst. Ein Parikram muss ein machtvoller Acharya sein, der was das führt, der was dich durch den Parikram führt. Ansonsten kannst du wenig Erfolg haben. So wie Bhakti Ballabhdev Goswami, das Beispiel. Der war 85 Jahre.
Bhakti Prabhupad Bhakti, der ist immer noch gegangen. Sie haben gesagt, na, ich kann da Rikscha organisieren, oder? Aber er hat gesagt, nein. Und er ist gegangen, den ganzen Paragramm. Wir sind mit 85 Jahren abgegangen. Krishnadas Babaji Maharaj, 75 Jahre. Der ist von 5 Uhr in der Früh losgegangen, der Paragramm, und er hat die ganze Paragramm, wo man kilometerlang geht, hat er immer mit Danga gespielt. Der ist niemals müde geworden. Warum? Weil die eben Kraft von oben kriegen. Und die Leute, die kriegen das in der materiellen Welt, versuchen sie sich Kraft zu nehmen von irgendwelchen Mitteln oder was sie zusätzlich nehmen. Aber die spirituelle Kraft kommt von oben, durch Harinam, durch den heiligen Namen. Und von den Vaishnavas. Bhakti Prabhupad Goswami, wenn die führen, nachher ist dein Paragramm erfolgreich. Wenn du wirklich hingehen bist. Ansonsten, wenn du nicht hingehen bist, wie kannst du dann einen Erfolg haben? Einen gewissen Benefit erreichst du immer, wenn die heiligen Orte versuchst, aber es hängt eben von deiner Hingabe ab, mehr oder weniger. Und Prabhupada hat ihm den Auftrag gekriegt, damit er wieder alles anfängt, den Varnashram Dharma zu verbreiten, und die sozialen Lebensstände von den Lebewesen und Parikram. And Prabhupada writing books there. Bhajan Rahasya, preface. Prabhupada writing in just next room. Prabhupada und Srila Bhakti Thakur, die haben so viel geschrieben, Tag und Nacht. Und Bhakti Thakur hat dort auf den Fluss geschaut, auf die Jalangi, auf die Saraswati Nadi. One day, actually, there is a big problem. Balikai Sambhalas, Brahmin and Vaishnava. Also einmal war Versammlung, Brahmanas und Vaishnavas. Die Brahmanas, die wollten aufzeigen, dass die Vaishnavas nicht wirklich eine Kaste sein. So, die haben angefangen, blöd über sie zu reden. Vom Shantibo war der Anführer, weil sie das gesprochen haben. If I speak, then you can show. Don't like to speak. They all make a big group, leading part. They are taking leading part and misguiding people. We all fight. Why Gaudiya Math giving this? Diksha and Harinam, whereas they are not Brahman. How possible when Narottam Thakur wanted to give Diksha to whole world against whole society? Hey, you are not Brahman. Why you are giving Diksha? Only Varnanam. So, die haben in der Diskussion da gehabt, dass nur Brahmanas keine Diksha geben, nicht andere Kasten. Naradam Das Thakur big thousands of people, they get together there. A Mamat gathering there in Baligai, in Nindapur. Big Sabha for 3 consecutive days. Madhusudan Saraswati Path from Vrindavan and Vishwambarananda Dev Goswami Prabhupada Parivar. Big Pandits. Das sind eine große Pandits kennen. Prabhupada hat gesagt, Prabhupada sagt selber, das ganze Leben ist auf und abgegangen. So, er hat sein ganzes Leben nicht wirklich ein Devotee gesehen wie Vishwambarananda Goswami. Er war so gelernt ist in die Satsandharmas. Von überall kann er sprechen. He was in Sabhapati, chairman. Monsoon Vachaspati, he was there. And then Monsoon, what I just forget. He was Maharaj. He was there, sannyasi. And in the Sabha, they all request Bimala Prasad, Prabhu, you will have to give judgment. Also bei der Versammlung, da hat jetzt Srila Prabhupada den haben sie entscheiden lassen, wer jetzt mehr Ehre kriegt, Brahmanas oder Vaishnavas. Then information came to Bhakti Thakur,
Now my health condition is this, so you will have to go there. How I can go, Prabhu? So normalerweise wird zu der Versammlung Srila Bhakti Thakur gehen, aber zu der Zeit hat er nicht können und hat er seinen Sohn geschickt, Srila Bhakti Siddhanta. Also er hat zu ihm gesagt, sprich über das, was im Bhagavatam ist. Und Bimala Prasad, Saraswati Prabhupada hat dann über das gesprochen. Wer ist Brahman und wer nicht? We are not going to insult Brahman. From different sastra, we can point out different documents. Varnanam Brahmana Guru, okay. Also es ist dann eine lange Diskussion gewesen. Und somit hat er irgendwann aufgezeigt, dass Vaishnavas mehr wie Brahmanas. Brahmanas, ein Vaishnava muss automatisch schon ein Brahmana sein. Sapach is more than those Brahmans, they are not going to believe in Vishnu. Follow, more than that. If Sapach in their life previously, now doing Hari Bhajan, also sogar Hunde, die was jetzt im Hari-Bhajan anfangen, dann sind sie mehr als diejenigen, die was in irgendeiner höheren Kaste geboren sind. Banhi, try to remember this sloka. Brahmi, Banhi. Banhi means Banhi. What do you mean by Banhi? Banhi means? What do you mean by Banhi? Banhi. What you are learning? Banhi means fire. Agni, Banhi, Hutasan. Foolish. I can beat you. So, Banhi, Suryo. Banhi, Surya. Banhi, Suryo, Brahmanebhyo. Brahmanebhyo. Banhi, Suryo, Brahmanebhyo. Tejyan Vaishnava Sada. It is written. Banhi, fire. Also das Feuer, Sonne, das ist alles heiß, da kannst du dich verbrennen. Aber Guru und Vaishnava ist noch mehr wie Sonne und Feuer zusammen. Da verbrennst du dich viel mehr. Also das ist so machtvoll. Also Feuer, die Sonne, die Brahmanas. Die Brahmanas genauso sind auch so machtvoll. Versuche ja keine Witze mit denen zu machen. Die haben spirituelle Kraft. So Vaishnavas ist noch mehr als wie Feuer, mehr als wie Sonne. So du kannst entschuldigt werden von der Sonne, von Feuer. In Rajasthan, there's some place there, fully desert, miles after miles, hundreds of miles, desert only, nothing. In some place you can find some oasis. You see oasis, you know? Oasis, some place. There are people, they know technique. Also in Rajasthan, es ist meilenweit Wüste. Also die Technik ist da von denen, die in Rajasthan, was die machen, wenn es so heiß ist. Die nehmen Anissamen. Du kaust den und du nimmst ein Mischri, einen Zucker. Und du trinkst Wasser von einem Erdtonkrug, 2-3 Liter. Wenn du das machst in der Hitze, dann kannst du es lange aushalten. Also 7-8 Liter hat er getrunken und ist am Govardhan gegangen, Balkan, aber er hat sich nie entleert, aber doch war das Wasser alles weg, so das ist alles vaporized, ausgeschwiegen.
So in Rajasthan, das sind keine Devotees, aber die machen einen Trick, die nehmen Zwiebel, die tun sie unter die Arme und die trinken Mata, also so Überrest, wenn man jetzt Joghurt quält, nachher trinken sie das, nachher haben sie auch kein Problem. Aber die Brajavasis sagen, für die Vaishnavas gibt es auch eine Frucht, das ist Alubokra, in Vrindavan kriegst du, es ist ein bisschen süß und sauer zugleich. So, wenn du für die Früchte 2 oder 3 nimmst, das ist eine seltene Frucht, die findest du nicht überall. Aber wenn du 2, 3 nimmst, bevor du ins Sonnenlicht gehst, dann ist das kein Problem. So you can get some escape from sun god. You can get sense of way out from du kannst fire. You can get some way out from aus der Sonne, aus dem Feuer, von Brahmanas. Dort kannst du entschuldigt werden, aber Srila Prabhupada für 3 Tage wollte ihm aufzeigen. Und die Pandits, die Gelehrten, haben den Mund nicht mehr aufgeregt, also die waren stumm. Und dann sind Tausende von Leuten zum Prabhupada gelaufen und wollten seine Füße berühren. Und nachher haben sie sich gedacht, oh, die können sich alle auf Prabhupada stürzen. Und nachher haben sie das geschützt, haben sie sich davor gestellt. Und dann haben sie einen großen Topf gehabt und haben da Wasser eingeleert und die Lotusfüße von Prabhupada ins Wasser. Aber hat nein gesagt, aber dann haben sie das Wasser verteilt. Also in einer Kürze, das ganze Wasser war weg. Jeder hat tropfenweise hat was genommen, aber es war so schnell weg. Tausende von Leuten. By now he is going to change his mood. He is speaking. Oh, Prabhupada, we are very impressed to hear your argument. I'm in Siddhanta. Now we have one request. There are thousands of people, they want to take shelter unto your lotus feet, provided you allow some tea and so, da war einmal ein Devotee, der hat gesagt, oh, Tausende von Leuten, die wollen von ihm Einweihung nehmen, aber sie haben gesagt, oh, aber die sind halt den Tee so gewöhnt und Kaffee und vielleicht ein paar andere Sachen. So, aber Srila Prabhupada sagt, nein, ihm interessiert nicht einmal ein Schüler von denen. Aber heutzutage ist es so, ja, kein Problem, du kannst kommen, ich kann dir Zuflucht geben, ich kann dir einen heiligen Namen geben, ich kann dir die zweite Einweihung geben, als Sannyasi. Aber du kannst machen, alles was du willst. Du brauchst nicht folgen, Regeln oder Regulierungen. So, das ist ein lukratives Welt. Man muss leider Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev sagen. Aber in Wirklichkeit ist nichts dahinter und keiner folgt. Aber zu Srila Prabhupads Zeiten war das ganz anders. Das sind immer als die Kompromisse von dem gesprochen. Wer ist Prabhupada? Also die, was nicht folgen wollen, die Prabhupada interessiert das gar nicht an. In Puri, das ist der Geburtsort von Prabhupada. I'm bound to speak this way because that place, there happened this thing. Follow? Near Jagannath Temple, Prabhupada birthplace. I'm not speaking about his birth, There one day, so eines Tages the elder, very elder brother of Prabhupada, war da ein alter Bruder von Prabhupada. You will have to sit in this room because your elder brother very sick. So you will have to sit in this room. Bhakti Thakur sagt, du sollst in dem Zimmer sitzen und die ganze Nacht sollst jetzt das Mantra aufsagen, Hare Krishna, Krishna Krishna. Und
Und Srila Prabhupada sagt, okay, das kann er machen. Und die Person, der ältere Bruder, hat das die ganze Nacht gehört. Und Bhaktivinoda Thakur sagt zu ihm, oh, du denkst, das ist ein kleiner Bub, der ist geboren worden in meiner Familie. Aber Srila Bhaktivinoda Thakur sagt, er weiß, wer er ist. Und wo jetzt die ganze Nacht das Hare Krishna Mantra rezitiert hat, dann am Morgen sind alle Familienmitglieder dorthin gelaufen. Und Ananda Prasad, der hat jetzt seinen Körper verlassen. Oder er verlässt jetzt seinen Körper. Jeder rennt jetzt und schaut, was passiert jetzt. Aber in der Zwischenzeit sehen dann alle, die was dort anwesend sein, ein Tilak erscheinen auf der Stirn von der Person. Es hat sich selber manifestiert, das Tilak. 24 Stellen am Körper hat der Tilak. So in dem Tilak ist eine gewisse Kraft. So in der Zeit, wo er den Körper jetzt verlassen hat, ist ihm das, ein Tilak hat sich ganz natürlich manifestiert auf seiner Stirn. Und der Devotee, der hat dann gesagt, in seinem letzten Leben war Devotee in der Ramanuja-Sampradaya, in der Nachfolge von Ramanuja. Aber zu der Zeit habe ich ein Vergehen gemacht zu Bimala Prasad. So deswegen bin ich gebunden gewesen, wieder geboren werden in dem Haus von Srila Bhaktivinoda Thakur, um jetzt um Entschuldigung zu bitten. So wenn du mich segnest, nachher kann ich aus der Verstrickung rauskommen. Wenn wir wirklich verstehen, wer Bimala Prasad ist, dann können wir tanzen und weinen. Also wir haben so eine Möglichkeit, in der Führung von Prabhupada zu sein. So wie stolz können wir sein, dass wir so einen Zugang haben zu Srila Prabhupada, zu der Person, zu Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, Bhaktivinoda Thakur. So wie stolz kann man auf die Nachfolge sein, von den Lehrern, von den wirklichen Meistern. So, wo Gurudev von ihm schon 90, 95 Jahre war und seine westliche Devotees kamen. Viele Devotees von Gaur Govinda Maharaj, Swami Maharaj, von Sridhar Maharaj, Madhav Maharaj. Die bringen Erbittungen da in Gurudev und fragen ihn ein paar Fragen. Sie haben nicht erlaubt, dass sie ganz nah bei ihm sein, weil Gurudev eben schon so alt ist, 95 Jahre. Und Shyamdas Babaji Maharaj war immer dann das Zwischenteil, was die Fragen weitergeben hat zu seinem Gurudev. So, da hat einer gefragt, warum, wir seien in der Gemeinschaft von Guru und Vaishnava, aber warum kriegen wir nicht die Kraft? The shower of kripa always, falling on you. But we cannot, like rain. Our pot is so leakage, all kripa going out. So, und die Barmherzigkeit, das ist wie ein heiliger Regen, das ist immer da, aber unser Topf, um die Barmherzigkeit aufzufangen, ist voller Löcher. Also da ist so viel Kripa, Ganga Kripa, Harikata Kripa, Vaishnav Kripa, Dan Kripa und all das Ganze. Aber wir kriegen es nicht, wir nehmen es nicht an. Warum sind wir so schwach? Warum haben wir keine spirituelle Stärke? Weil wir eben so viele Löcher haben in unserem Topf, in dem wir das aufnehmen wollen.
Also er muss jetzt stoppen, weil er nur so viel selber hat im Goshala. Hare Krishna. Prabhupada